Heute beschäftige ich mich damit, die Trennwand auszubauen. Dafür muss ich unten und oben die Verschraubungen lösen. Dafür brauche ich eine 13er Nuss. Und an der Seite die Nieten, die muss ich ausbohren. Ich schätze mal, das ist so ein 6er Bohrer, den ich dafür brauche. Da sich die Köpfe der Nieten gerne mitdrehen, blockiere ich die mit einem Schraubendreher. Jetzt nehme ich die 13er Nuss und fange unten an, die Trennwand abzuschrauben. Jetzt kommen oben die Schrauben dran. Noch die letzte Schraube und dann hoffe ich, dass ich die Wand rauskriege. So, damit sind alle Schrauben raus und jetzt schauen wir mal. So. Sie sehen nichts. Aha. Scheint eingeklebt zu sein hier oben. Das heißt, ich muss von der Fahrerkabine aus die Schrauben, die hier oben in den Dachhimmel gehen, wohl auch noch entfernen. Um die Schrauben von innen zu lösen, brauche ich den Torx 40er Größe. So, das wär's. Aus der Trennwand mache ich jetzt eine Verkleidung für die B-Säule, denn ich habe das hier eingezeichnet. Dort entsteht eine unschöne Lücke zwischen der Verkleidung der B-Säule und des Holms. Da werde ich jetzt einfach lang flexen und hinterher das Teil wieder mit sehr wahrscheinlich Nieten an der B-Säule befestigen.
Okay, dann wollen wir mal. Um die Dämmmatten aufzubringen, müssen wir erst die Fläche entfetten. Schön großflächig. So, jetzt wird alles gedämmt. Es ist also nicht nötig, das vollflächig zu dämmen. Die Geräuschdämmung funktioniert halt, wenn man das auch nur in kleinen Flächen macht. Und hier hört man schon den Unterschied. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier eignen sich super die Rollen aus dem Tapezierbereich. Man muss aufpassen bei den Aluminiumkanten, die sind richtig scharf, überhaupt nicht mit den Händen dran gehen, sonst schneidet ihr euch sehr schnell in den Händen. Und dann einmal also hier so Nahtroller zum Tapezieren. So. Fertig. Das macht man jetzt einmal mit allen Flächen und dann wird es wesentlich leiser hier.